30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! 4 Gruppen. No Schneider. 3 Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute fällt die Entscheidung. Heute werden wir sehen, welche 2 Angler und Anglerinnen die Gruppenphase überstehen und im Rennen um den Titel und einen großartigen Preis bleiben. Die beste Ausgangslage dazu hat zweifelsohne Tobias Eckmal, der bereits alle 6 Wertungsfische beisammen hat und mit 465,9 Punkten komfortabel an der Spitze der Gruppe thront. Auf Platz 2 und 3 folgen dicht beieinander Christian Wienecke, der noch einen Hecht braucht, und Sylvain Legendre, der bisher keinen Barsch gefangen hat. Mike Kreuz mit 3 Fischen, Frédéric Julien und Sabrina Zorn mit jeweils einem Fisch besitzen aktuell keine allzu guten Karten für das Weiterkommen. Doch auch das kann sich in der noch verbleibenden Angelzeit schnell ändern. Aktuell genießt Tobias seine Führung sichtlich und zuppelt entspannt Barsche in der Mittagssonne. Look how many stripes this one has. Insane. It has like 8 or something. It's not that big, but look how many stripes it has. It has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stripes. No improvement, so I'm gonna put it back. Be a good one? No. Well, actually it's quite long. Let's see if it's an improvement. Just quick. No, you don't need to film it. Yeah. That's perfect. Yeah, I just got a tip from another guy here coming and fishing for perch. I'm done with the smaller ones, now I want to go for big ones. And in the big rivers or in the big lakes like Herningsflet or Falkerak, it's been super slow fishing. And he gave me a really good spot, I think, like 30 minutes of drive from here. So let's go there. And he said if you catch a perch there, it's going to be big. So that's hopefully what I'm going to do next. Oh, yeah. No time to waste. New plans. We're going for Sander because we checked the last spot where he was giving me some tips about, but you're not allowed to go there with the fish pass, or it was uncertain spot. I talked with Daniel Bayes that works for sport fishing in Netherlands, and he said it could be okay, could not be okay. So according to the rules of YPC, I'm not allowed to go there. So therefore, on the way to my big perch spot in Herningsfleet, I saw this bridge. And I remember that it can be good sunner here, so I'm gonna try for like half an hour or something, see if they are home. Nothing here, time to go to the next spot. Ja Leute, wir sind doch noch mal im Polder angehalten, wir sind ein Stück weiter hochgefahren. Ich muss hier eigentlich einen Hecht fangen, es geht nicht anders, weil nachher hier noch mal zurückzukommen, habe ich mir überlegt, das kostet mich zu viel Zeit. Ich muss hier irgendwie einen Hecht rausbekommen und dann gehe ich, glaube ich, sofort Zander angeln. Aber irgendwie muss jetzt einer raus. Ja, ich versuche jetzt noch mal mit dem Jerk zu angeln. Ich denke mal, nach den ganzen Videos, die hier gedreht wurden, werden die meisten hier Spinnerbaits und Chatterbaits werfen. Deshalb probiere ich es einfach mal mit dem Jerk in der Hoffnung, dass die Hechte den noch nicht allzu oft gesehen haben. Ist natürlich nicht ganz so leicht zu führen wegen dem ganzen Dreck hier drin, aber ich hoffe mal, es klappt. Er sieht so geil aus, der Jerk. Da muss doch einer raufknallen, oder was? So, letzter Köder. Es hilft nichts, ich kriege ja einfach nichts, aber das ist meine Lieblingshechtfarbe, auf jeden Fall rot-schwarz. Fischen nicht allzu viele Leute. Unser Drunkbait Bloody Mary. Da habe ich auch mal 1,26 Meter drauf gefangen.
Eigentlich eine absolute Waffe. Wir müssen schauen, ob die Hechte Bock haben. Holder hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich bin zu spät aufgestanden. Weil die als erstes durchgelaufen sind, die 2 Typen, das waren 2 Deutsche, die haben auf jeden Fall 3 Hechte bekommen. Fred ist hier durchgelaufen, die beiden sind hier durchgelaufen. Ich bin zu spät aufgestanden. So eine Scheiße. Ja, ab Zanderangeln schnell. So. Ich bin mir nicht sicher, ob der mir Punkte bringt. Ich glaube eher nicht. Er tut trotzdem guten Fisch zu haben. Der hat sich gut reingeprügelt. Na komm, noch raus ist er. Ein schöner Biss auf voller Distanz, das war ganz witzig. So, der ist... So, er kratzt die, was ist das? 48,5 an. Also 49, oder? Also der tat jetzt nochmal gut für Moral, nachdem mich der Hecht da so geärgert hat. Braucht ja auch einfach mal wieder einen Fisch. Und selbst wenn es vielleicht nur ein paar Zentimeter sind, das müssen ich mir gleich mal ausrechnen. Fischfang ist immer schön. Und wo der herkommt, kann ja auch noch ein größerer stehen, ne? Fischefangen ist tatsächlich immer schön, doch Punkte bringt dieser Zander leider nicht. Christians punktschlechtester Wertungsfisch liegt bei 64 Zählern und dieser Zander hätte ihm 63,7 gebracht. Er verbessert sein Punktekonto also nicht. Derweil ist Christians hartnäckigster Verfolger, Sylvain, weiter auf Hechtjagd, obwohl er eigentlich einen Barsch viel dringender gebrauchen könnte. That's a super slick shad, 18 cm in UV stickleback color. With that one I will be able to fish super slowly. So I'll give it a try for 10 minutes and see what happens. Fred dagegen, der zumindest seinen Hecht nun hat, setzt jetzt voll auf Zander. Die Stelle, die er anfährt, kommt uns vom Vortag durchaus bekannt vor. This spot is the confluence of two channels. So you have one canal here at the main one, and then here it's kind of a river or canal, and there's a sluice right there, and quite often they pour some water in, so it's creating a lot of stream, and then here it's kind of a safe zone out of the current. And I expect the fish to stay around there, waiting for the stream to come and eat. So unfortunately, when we arrive, there's not so much stream now, but we're gonna insist and see how it goes. One thing you have to watch out when you fish, especially for zander and backwater like this, because it's concentrating a lot of small grass and dirty things on the bottom, leaves and stuff. And you need to pay attention to the weight you use on your jig head, because if you use too much weight, you will drag all the time on the bottom and dig into the dirt and get the dirt like 90% of the time. So if you see that you're dragging too much dirt at every cast, use less weight on your jig head. So I could switch here. I'm gonna keep fishing, but if I get a problem with the 10 grams, I will switch to 7, for example. Ich hatte eben auch schon einen Hänger, habe versucht ihn zu lösen, bin dann so ein bisschen hier die Treppe hoch und konnte von Weitem Frederik erkennen. An einem Spot, wo definitiv Zander sind, weil da ja auch schon Zander gefangen. Das wäre eigentlich
nach der Stelle hier mein nächster Spot gewesen. Eigentlich habe ich damit gerechnet, weil ich weiß, dass er mit Tobi trainiert hat. Und von daher insgesamt habe ich gedacht, okay, der taucht hier bestimmt auf. Und nur ist es so. Dann bin ich mal aufs Video gespannt, was er da drüben fängt. Oh shit! Net is here, the pike is here. Still on, still on. Wait for me, yes! Yes! Fourth one! My gosh, I thought I wouldn't have it. Sylvains Plan ist bis hierhin voll aufgegangen. Nachdem er bereits 3 Hechte gefangen hatte, hätte er auf Barsch gehen können. Doch er entschied sich dafür, bei den Hechten, die immerhin in Beißlaune sind, seine Punkte zu verbessern. Er bleibt bei 5 Wertungsfischen, doch tauscht einen 53er gegen einen 66er Hecht, verbessert sich um 13 Punkte und zieht damit an Christian vorbei. Aktuell käme Sylvain weiter. I definitely love my sweeper. That's a sweeper 14 centimeter, and it casts very well, easy to swim, and you know, with the wings, when it goes into the water, it doesn't sink like crazy. It stays, so you can fish even the very shallow waters, like the polders. So that's a super bait for the polders. Yes! A good sign or what? We'll see. This one looks small. If you agree, I put it this way. The eyes is not red. Mindestmaß erreicht. 42,5 cm werden gemessen. Freds erster Zander zählt also aufgerundet auf 43 cm, multipliziert mit 1,3, genau 55,9 Punkte. Er kommt auf 138,9, bleibt aber vorerst Fünfter. Ja, das hätte ich nicht tun sollen. Ah, ich bin frei. Ja. Ich habe jetzt fast Halbzeit. Ich muss mich jetzt sehr anstrengen. Nach den Ergebnissen gestern, ja, muss ich dranbleiben. Großer Fisch muss noch drin sein für heute. Das ist mein Ziel. Ein schöner Barsch wäre nicht schlecht. Ich muss euch sagen, ich bin auch schon ziemlich kaputt. Am ersten Tag habe ich nicht wirklich viel geschlafen. Es waren Windböen bis zu 90 km/h. Es war so laut, ich glaube, das Dach fliegt davon. Und gestern der Tag, ja, ihr habt es gesehen, ich war viel unterwegs, viel probiert. Darum muss ich heute wirklich Gas geben. Sabrina sinniert über ihren bisherigen Wettkampf, während Christian wieder einen Fisch im Grill hat. Ja, auch wieder die ähnliche Größe wie der eben. Also war ein bisschen kleiner. Einmal kurz draufpacken, gucken. Der Regen ist weg und scheinbar gefällt den Fischen das auch. Und wieder Fetitel und voll weg. Ne? Also 13 cm und da guckt nicht mehr allzu viel raus hier. 47, ne? Kleiner, aber egal. Fisch ist Fisch. Erneut keine Verbesserung für Christian, der zu Fuß ein bisschen Strecke macht, aber am selben Gewässer in Freds Nähe bleibt. Sylvain setzt sich derweil wieder ins Auto, doch wird es dann weiterhin auf Hecht und nicht auf den ihm noch fehlenden Barsch versuchen. Warum er das macht, erklärt er uns. So half an hour is remaining, so we go to the first polder we've been.
I saw 2 decent pikes, so I have no time to go for perch fishing. It's too far. It's like an hour. I didn't do it good enough to get enough time for the perch. So let's go back there to the polder and try to improve the pike coverage. Ja, wir sind jetzt am Zander-Spot angekommen. Der wird euch sicherlich auch bekannt vorkommen. Den habe ich nämlich aus dem Video, wo Johnny, der liebe Johnny, gegen Tobi fischt und leider ein bisschen einen auf den Deckel kriegt. Ja, wir versuchen jetzt hier einen Zander zu fangen. Hier sind auf jeden Fall welche drin. Wir werden jetzt ein paar Stunden diesen Kanal hier beackern, nicht nur die Stelle, wir werden den ganzen Kanal ablaufen, in der Hoffnung, einen aktiven Zander zu finden hier. Der Plan ist, 1 oder 2 Zander zu fangen, am besten 3 und dann nochmal zum Hecht-Spot zu fahren und da irgendwie einen Hecht rauszukriegen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal voll und ganz auf den Zander. Ich bin jetzt am letzten Spot angekommen. Hier versuche ich es nochmal auf Zander. Wenn der Platz nicht so gut läuft, dann habe ich noch einen zweiten Platz. Ich weiß aber nicht, ob es sich von der Zeit her ausgeht. Ich muss mich jetzt sehr beeilen. Während Sabrina weiterhin unermüdlich um einen weiteren Fisch kämpft, ist Mikes Route am neuen Spot bereits krumm. Alter! Oh, da ist der ersehnte Talk. Und was ist das? Ein riesen Klotdeckel. Naja, so groß ist er auch nicht, aber... Eigentlich fasse ich die Biester ja nicht so gerne an. Aber das ist fast der größte, könnte der größte Fisch des Turniers für mich sein bisher. Schöner Brassen, schön gebissen, geiler Talk, aber leider kein Zander. Tschüss Dicker, sag deinen Freunden Bescheid, die sollen mich in Ruhe lassen heute. Alter, wie ein Zanderbiss. Reingetockt wie ein Zander, ey. Das ist ein ganzer Baum. Gar nichts habe ich gefangen. Dicken Baum. Dicker Baum, da treibt er jetzt oder was? Ey, das ist doch... Der verarscht mich gerade richtig. Zeigt mir doch einmal schön meinen Lieblingsköder. Oh Mann. Was ist heute nur los? Oder absoluter Wurm drin heute, ey. Schnell neu montieren. Brassen und Bäume bringen keine Punkte. Mike macht ein paar Meter und trifft einen alten Bekannten. Hey! Don't know. I don't know. Weiter geht's am Zander-Spot. Das Witzige ist, unser Lieblingsfred ist mal wieder da. Ja, hätte ich das gewusst, hätten wir eigentlich gleich zusammenfahren können, weil wir sind eh die ganze Zeit an den gleichen Spots anscheinend. Wie ich sehe, er fischt sehr langsam, ziemlich groß. Ob er was gefangen hat, weiß ich nicht. Ich bin gerade erst gekommen. Er ist immer einen Ticken früher. Ich hoffe, wir haben Glück. Das sind 10 Meter. Yes! Yes! Wow! Finally a decent fish. It destroys the jig head. Give it back to me. Thank you. Okay. So 64, that's a nice one. Bye bye. 64 Zentimeter. Der Fisch bringt richtig Punkte. Fred verbessert sich auf 222,1 Zähler und lässt damit Mike, der gerade persönlich Zeuge dieses schönen Fangs werden durfte, in der Tabelle hinter sich. Back in the game, I don't know, but for sure it's fun and I enjoy catching fish.
and I hope to be back in the game soon. Zum Abschluss der Gruppe A hauen wir richtig einen raus. Es gibt diese Woche ein Garmin Striker Plus 9 SV zu gewinnen. Ein richtig geiles Echolot mit 2D-Chirp-Technologie, Clearview, Sideview, GPS, WLAN, ein Geber ist auch dabei. Alles, was ihr machen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, lest ihr wie immer unten in der Videobeschreibung nach. Muss mir jetzt noch ein bisschen was einfallen lassen und werde jetzt mal noch meinen T-Tail, der vorhin ja schon Fisch gebracht hat, noch ein bisschen garnieren mit einer Glasrassel. Einfach in der Hoffnung, dass das so einen extra Reiz gibt. Vielleicht mir den Fisch bringt, den ich brauche. Ich habe da eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, vor allem was größere Fische angeht. Und dann hoffe ich einfach, dass mir das den Fisch bringt, den ich brauche jetzt. Ein Hecht am liebsten. So, weiter geht's. Schauen wir mal. Der Regen hört auch auf. Die Chancen steigen. I'm back here where I won against Herbert, and I got some tips lately that this boat has been producing some perch. It's been super slow everywhere, but this is like one of the spots where you could catch a perch, a big one. So that's what I'm trying to do now. I just need to have some luck. Crayfish. There's a lot of crayfish in these lakes and the big perch likes it. So I tried the flatness mini first, now I'm gonna try the crayfish. And if they don't want crayfish here, I will not be here anymore. Because then I will change spot. Last try. Just look at this, how awesome doesn't this look? There are more crayfish. Fishing it close to the bottom. Very slow. If there's perch here, they can't resist it. Time to leave the spot. My gut feeling says that, well, I don't believe in this spot, and if you don't believe in your spot, you don't fish good enough, and then it's better that you leave. And it's quite muddy here. And I have another perch spot that I've heard it's a little bit more clearer water, and that's what you want when you want to catch big perch. So I'm gonna go and try that spot instead. Tobias sucht weiter den einen großen Barsch, um sein Ergebnis zu perfektionieren.
Sylvain ist weiterhin auf Hecht unterwegs, allerdings hat ihn dabei das Glück verlassen. Einen Spot für einen sicheren, maßigen Barsch, den er so dringend bräuchte, scheint er nicht zu haben. Anders ist seine Taktik nicht zu erklären. I love the tipsy. That's for sure. Jetzt ist Fred on fire. Wieder ein guter Fisch. 56 cm bringen 72,8 Punkte. Fred ist nun wieder voll im Rennen ums Weiterkommen. Ein Fisch könnte ihm jetzt für Platz 2 reichen. Third fish on this spot. Goodbye, baby. Juhu. Ja. One more minimum. Die Fische beißen, doch Fred nimmt sich dennoch Zeit, uns zu erklären, was er hier macht. So I've changed from the peps in 12 centimeters to the tipsy. The advantage of this shad with the ribs, it's dragging much more water, and so when I control it next to the bottom, I can really, with the same weight compared to the peps, for example, that has a very slim body, with the same weight I'm fishing much more slower, and I can control my bait right above the bottom and avoid all this small grass and dirt on the bottom. So, and I really believe that was a key thing for the last 3 bites, to really fish really slow, control your bait next to the bottom, and then just swallow it. And every one of them was just hooked, barely hooked on the side of the jaw. That's a solid fish. Really solid. Yes. Yes! Wow! Woo! Woo! I told you it was a solid fish. I get a good bite, and after he was keeping the bottom all the time. Perfect. Oh! I love this! I love this! Look at this one. That's what we are coming for. That's what it's all about. Yes. just on the side of the mouth. Enough. Enough. Beauty. 81 is going to be 81 centimeter. Allez bébé. Yes. Dong, 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 dong. Yes. Woohoo! Let's catch another one. Now I'm hot. Erst gestern hatte Tobias Eckwall einen neuen YPC-Rekord aufgestellt. Heute ist er schon wieder Geschichte. Mit 81 cm hält Fred nun die Zander-Bestmarke. Doch das ist natürlich nicht alles.
Der Fisch bringt ihm sagenhafte 105,3 Punkte und hieft Frederik an Christian und Sylvain vorbei auf den zweiten Platz. Mit 0 Punkten in den Tag gestartet, hatte er nichts mehr zu verlieren. Doch das hat sich schlagartig geändert. Nun ist er der Gejagte, denn den anderen bleibt natürlich genug Zeit, um ihn wieder einzuholen. Andererseits, mit einem Barsch könnte Fred nun auch noch an Tobias vorbeiziehen. Mike, der sich Fred maximal auf 10 Meter nähern darf, steht mittlerweile nicht mehr links, sondern rechts von Fred. Thank you, Fred. Da haben wir endlich den Zander auf den gleichen Köder wie gestern. Ein kleiner, ja, wunderschöner Zander, ganz langsam geführt, ganz nah am Grund. Ich muss jetzt unbedingt weitermachen. Die beißen hier gerade. ...53, zack, weiter geht's. Der 9 cm Köfi Bleak Shad im Natural Perch bringt Mike seinen ersten Fisch des Tages. Er steht nun bei 236,5 Punkten, bleibt aber Fünfter. Doch auch bei ihm geht es jetzt Schlag auf Schlag. Ja, Fred, meine Legende Fred, hat es mir vorgemacht. Ich kam gerade eben von links, kam ich nicht an diese Strömungskante hier ran, wo beide Gräben zusammenfließen. Jetzt bin ich rechts von ihm hingegangen, jetzt kann ich reinwerfen. Ich führe ihn auch ganz, ganz langsam mit ganz kleinen Sprüngen über Grund. Ich hoffe, da kommen jetzt noch mehr. Junge, ich muss mich konzentrieren. Ich brauche einen dicken Zetti jetzt. Gut, das juckt. Das fühlt sich irgendwie an wie ein Barsch. Ey. Und das ist ein Barsch. Ey. Ist das ein Barsch? Oder ein Mini-Zander? Mini-Zander, was? Scheiße. Baby-Setti. Ich bin für die Babys zuständig. Was ist los? Einmal kurz rauflegen. Ich glaube, der ist zu klein. Was hat der? Oh, der ist groß genug. Oh. Fred fängt die Großen und ich die Kleinen, oder was? Das war aber nicht die Abmachung. Tschüssi. Nächster. Mike bringt seinen 5. Fisch in die Wertung, jedoch stimmen bei ihm die Größen noch nicht. Er braucht 1 bis 2 größere Exemplare und vor allem einen Hecht. Er bleibt mit 297,6 Punkten zunächst auf dem 5. Platz. Doch es ist noch Zeit. Shit. Fuck. So bad. So bad. I got some opportunities to do well today. I haven't been good enough. That's it. No excuse. Für Sylvain ist als erstes Schluss. Er kennt die Ergebnisse der anderen nicht, doch er scheint zu ahnen, dass es heute nicht reichen wird. Er ist dieses Jahr am Barsch gescheitert. Ein Konkurrent weniger, der Tobi und Fred noch in die Suppe spucken kann. Christian hat dagegen genau das weiterhin vor. Nein! Der war besser. Der war besser. Kann nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Hallo, du da oben, kannst du mal aufhören mit dem Scheiß? Jawohl.
ist besser. Ich muss den jetzt ein bisschen härter rannehmen, damit er hier nicht ins Holz kann. Yes! 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 Das sind Punkte! Das sind Punkte! Bam! Yes! Hammer! Der geht noch rüber. 59? Ja, vielleicht sind das nochmal ganz wichtige Punkte gewesen jetzt. Also, nach dem eben verlorenen Fisch ist der hier vielleicht super wichtig. Wer weiß. Okay, hoffen wir mal auf einen noch größeren. Na also, Christian muss sich nicht lange über den Aussteiger ärgern. Der 59er Zander bringt ihm eine Verbesserung von 12,7 Punkten, da ein 32er Barsch aus der Wertung fällt. Für Platz 2 reicht das aber noch nicht. Ein maßiger Hecht wäre enorm wichtig. Ah, verdammt nochmal. Der saß nicht. Aber wenn ich jetzt auf jeden Wurf einen Kontakt kriege, bin ich zufrieden. So, letzter Wurf für mich. Hier ist es extrem windig. Ich habe noch 2 Stunden Zeit und wir werden jetzt auf den vorigen Spot noch mal schauen. Vielleicht habe ich dort noch Glück auf Zander. Dort ist auch nicht so windig. Ja, schauen wir mal, ob ich noch was fange. Ja, immerhin. Zwar klein, aber mein. Vielleicht ein Tick größer als der letzte. Wieder mein Lieblings-Zanderköder momentan gerade. Eigentlich pink-grün, aber heute diese Farbe und gestern. Hier ist der kleine Bursche. Der wird jetzt schnell gemessen und dann geht's weiter. Ja, 51, ne? Da ist der kleine. Schön der kleine Zetti. Geht schnell wieder rein. Schwupp. Und weiter geht's. Aufgeregt bin ich. Da Fred sehe ich da drüben viel am Köder wechseln. Er bastelt ordentlich rum. Ich bleibe meinem kleinen Köfi treu. Allerdings fängt er auch die großen und nicht die kleinen. Vielleicht soll ich auch anfangen zu basteln. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall am struggeln. Ich brauche meinen Hecht noch nachher, um die Karte voll zu kriegen. Ich fische jetzt hier noch eine Stunde, anderthalb vielleicht und dann versuche ich auf richtig Risiko nochmal den Hechtspot anzufahren und dann Hecht rauszukriegen. Mike holt sich den nächsten mittleren Zander und verbessert seinen Score auf 313,9. Doch es bleibt dabei. Es müssen große Fische und ein Hecht her. So really exciting new this year for Berkeley is the Sneak Shad. Sneak Shad is a power bait centered soft bait with a nice paddle tail that moves on the lower speed, so you can really fish this with a very light jig head. Comes in 3 different sizes, the 11 cm, 8 cm and 5 cm. 10 different beautiful catching colors, really lifelike action and a really beautiful shape in the water. So go check them out. Exklusiv, limitiert und ab sofort im Onlineshop von hechtundbarsch.de erhältlich. Die 3 erfolgreichsten YPC-Angler der ersten beiden Staffeln haben jeweils eine Finest Selection zusammengestellt. Tobias Eckwalds beste Barschköder, Herbert Ziereis erfolgreichste Waffen zum Spinnangeln auf Hecht und Dustin Schönes Lieblingszanderköder
bekommt ihr jetzt in einer edlen Box zum absoluten Vorteilspreis. Another tip, when you have a bait like this and you fear that they're going to move, you glue them directly. So they will last much more. Don't forget Nitro Booster. Naja, 6 Fische heute ist ja trotzdem kein schlechter Angeltag. Auch wenn die Hechte mich haben hängen lassen, das ist schon ganz gut. Nein! Ich drehe durch. Zweiter Aussteiger. Aber jetzt kommt irgendwie eine Beißphase. Die haben jetzt deutlich mehr Bock. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Scheiße. Das war zu dicht an der Stufe. Selber schuld. So, jetzt muss ich mich beeilen. Meine Zeit läuft. So, bevor ich jetzt noch lange mit der Köder rumeier, mache ich jetzt schnell einen Cannibal-Chat ran. Der fängt auch Fische. So, jetzt nicht nochmal so ein Scheiß. So, meine Zeit ist um. Das war's. Ihr fragt mich jetzt natürlich, ob meine Barsch und Zander reichen. Den Tobi habe ich auf alle Fälle nicht eingeholt und der wird heute den Barsch auch noch mal reingelegt haben. Aber vielleicht bin ich jetzt Zweite in der Gruppe. Ich hoffe es auf alle Fälle. Es war eine krasse Zeit jetzt hier in den Niederlanden mit den Trainings zusammen. Habe ich echt alles gegeben. Vom ersten Licht bis zum letzten Licht war ich draußen, bin durch Matsch und Motter gerannt, Hang hoch, Hang runter, bin gestürzt, habe meine Watthose kaputt gemacht, Köder ohne Ende abgerissen, 1900 Kilometer hier gefahren. Ich denke, ich habe alles gegeben und mit ein bisschen Glück hat es gereicht. Ihr seid dabei und seht es später. Christian hat seinen letzten Wurf gemacht und hofft, dass es für ihn gereicht hat. Doch was er nicht weiß, nicht nur Tobi, sondern auch Fred liegt vor ihm und hat noch nicht genug. It's a good one. Yes. To move to another net. It's a 50. Small improvement, but we started small earlier, so let's hope the bigger one are coming behind. Bye bye. An der Ködergröße scheint es wohl nicht zu liegen, Mike. Fred fängt mit seinem großen Köder auch die mittleren Fische, doch dieser Zander ist immerhin eine Verbesserung. I'm on my way to Dustin's big perch spot here in the canal in Folkerak. But there's a long way to walk here because I was not allowed to drive here with the car. So as you can see, I must walk all the way down there. So let's keep on going. But first I'm gonna start to fish at this pole because it might be good. So nice here. There's like no wind, no rain, no perch, nothing. Quite relaxing. Except that I want to catch a big perch. They are not here, Dustin. Where are they? I like very much this box from Gunky because, as you can see, I can put all my jig head like this. Here I get zander and perch. On the other side, I get more the small ones and the Texas, some treble hooks, some Texas hook. So I can really have a lot of jig head,
and I can choose, I can know exactly which where I'm short in stock, and I can choose very fast within all the jiggets. So here I wanted the 10 gram exactly, and so it takes me a second to choose it. Very, very convenient. This is my last cast. After that we're gonna go a little bit further up and try the last spot. And then I don't know what to do. But I have one more spot here we're gonna try before doing something else. Während Tobi weiter versucht, seinen Großbarsch zu fangen, erklärt uns Fred, warum er weiter am Zander-Spot bleibt, anstatt es auf den ihm noch fehlenden Barsch zu probieren. We're gonna stay on this place until it has been a while since I got my last bite, but I know it's a hunting place, so they're gonna come back sooner or later. And I really believe with this big fish and 2 solid one behind, I need to replace the 50 that I get and that I have, and I would like to have a bigger one to still have a chance to maybe not take the lead, because it's Tobias just needed a perch today, so he probably get it. But with one solid pike and some zander, solid zander, I might take the second place. And also I don't want to let Mickey aside on this spot alone, because he could get a big one at any time, and he has 2 perch from yesterday. So is dangerous anyway, so I prefer to hold the spot and hope for even bigger than 80. Dass ich kurz vorm Herzinfarkt stehe. Alter, ich weiß nicht, wer wie viele Punkte hat, was abgeht. Ich weiß nur, dass ich eigentlich nur Schniepelfische gefangen habe. Damit auf jeden Fall nichts reißen kann, denke ich mal. Fred hat hier so eine Granatenzander rausgeknallt. Ich weiß nicht, ob er Hecht oder Barsch schon gefangen hat. Eigentlich muss ich einen guten Zander hier fangen noch und dann Hecht angeln. Ich glaube, nur der Hecht bringt mir jetzt auch nichts. So, den Slick Shad in Hot Olive probiere ich jetzt einmal. Ich habe nicht mehr lange Zeit. So, es ist bald Schluss. Einen Wurf mache ich hier noch, meine letzten Minuten verbringe ich noch einmal vorne am Spitz. Ja, schauen wir, ob sich vielleicht doch noch was tut. Vielleicht kommt noch der große. 42 Minuten sind noch Zeit. Vielleicht fange ich noch den großen. Wir werden sehen. Los geht's. I think it could be a big perch, to be honest. Could also be a pike. What? Let's see. This is interesting. It's heavy, it's not a perch. I think it's too heavy for a perch. We'll see. Oh, it's a pike. It's a pike. It's a decent one. Oh, hey. Yeah. I think this one might be an improvement for the small sander. We'll see. Oh, it's a fat one. Like, I never thought I would catch a fish here.
and it took on just a jig head. No, I'm joking. The lure is inside the mouth. I'm gonna take it out. So it took on this one, the Monkey Brute. Quite small prototype. Looks fine. Now I caught perch. No, I have not caught a perch on it, but I have caught sander and pike on it. Let's measure it. It is 75.5, so it's 76 points. It's exactly. Yeah, nice. I'm not sure if this is an improvement. I think it might be, but still it's a beautiful pike caught in here in Folkerak, close to Dustin's perch spot. I was aiming for perch, but I don't mind catching a pike this beautiful. Time to let it back. Ooh. That one wanted to go back fast. Nice, maybe I can catch another one. Or maybe if there's a pike, it must be bait fish or something like that. So might be perch as well. Nicht der erwünschte Barsch, aber ein wirklich schöner Hecht, für den Christian und Mike heute möglicherweise viel Geld bezahlt hätten. Tobis Ergebnis verbessert er auch nochmal um ein paar Zähler. Genau so einen Fisch bräuchte Mike jetzt unbedingt. Ja, letzte Stelle für heute. Ich muss jetzt hochpokern. Ich habe jetzt zwar heute schon abgeschneidert und hier sind wahrscheinlich schon 100.000 Leute lang gelaufen. Aber nachdem ich Fred Zander gesehen habe gerade, weiß ich, dass ich mit meinen kleinen Zandern und Barschen auf keinen Fall weiterkomme. Und ich will weiterkommen. Von daher brauche ich auf jeden Fall einen Hecht. Und vielleicht habe ich ja super viel Glück und kriege sogar 2 gute. Man weiß ja nie beim Angeln. Ich bin optimistisch, immer noch. Tja, meine Lieben, meine Zeit ist um. Ich habe alles gegeben. Gestern habe ich mich leider ein bisschen verzockt. Heute lief es auch nicht so gut. Danke euch fürs Zusehen und fürs Daumendrücken. So ist halt Fischen. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Liebe Grüße euch allen. Okay, that's it. End of my 8 hours of fishing. My plan today was to catch 1 perch, and that I managed to do quite quick, the 25 centimeters. Then my next plan was to upgrade to a big perch, but that was way harder. I didn't manage to upgrade it, but I filled my paper with 6 fish, 1 of each species, and then I managed to upgrade the pike at the end, and that was fine. It was an okay fishing day. It was quite fun in the small channel to catch the smaller perch, but the rest of the day has been quite slow and quite slow or extremely slow. So that was the last cast. Let's hope the good moment we have with Zander this afternoon will be enough to qualify. But I cross my finger. That was super fun, and I hope you enjoy the show, because I really enjoy fishing, at least today. Yesterday we are not going to talk about it. Ah, die Aufregung, Mann. Mein Herz, mein Bauch explodiert. Oh, leck mich doch, Mann. Warum schwimmst du weg? Was für ein Hechtkrimi, ey. Och Mann, so viel Pech kannst du nicht haben. Bitte! Ein Hecht, Mann.
komm schon, Mann. Ein Hecht jetzt bitte. Mir ist so warm. Ich brauche diesen Hecht. Ja, Leute. Ich habe noch ungefähr 3 Minuten. Bin aber zu aufgeregt. Sowas passiert, wenn man mit zu viel Schwung und zu offener Bremse gegen die Brücke kommt. Ich glaube, das war's für mich. Ja, vielleicht ist meine Taktik heute ein bisschen falsch gewesen. Ich hätte vielleicht eine Stunde früher losfahren sollen. Dann wäre ich vielleicht überall eine Stunde früher gewesen, bevor Frederik da abgeräumt hat. Und dann hätte ich vielleicht was regeln können. So bin ich wahrscheinlich im hinteren Teilnehmerfeld, denke ich. Ich denke, Christian hat heute gut gefangen. Sylvain will auch was gerissen haben. Denke ich. Tobi ist sowieso weiter. Fred habe ich live miterlebt, dass er durchgedreht ist mit seinen fetten Zettis. Ja, ich hoffe, Sabrina hat noch einen schönen Fisch gefangen. Hat mega viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, hiermit ist der YPC für mich vorbei. Ich hoffe, dass mir so ein 75er Hecht oder so nicht weitergebracht hätte nachher. Dann bin ich traurig. Aber war mega geil. Ich freue mich jetzt auf die 2 Tage Holland angeln ohne Stress. Dann gibt es bestimmt auch wieder dicke Fische. Peace! Nun also die Siegerehrung, bei denen die Angler und Anglerinnen von Toni aufgeklärt werden, wer von ihnen im Viertelfinale steht. So, this was Group A. Dear anglers, thank you for really going for it. Every one of you tried his best or her best. And I'm very happy that everybody caught at least something, because it was very, very slow and hard fishing these days. So yeah, it's time to tell you guys who made it to the next round. Toby, you finished first. Congratulations. Thank you. Thank you. So on 3rd place we have, I'm sorry to say that, Christian, you finished 3rd. Congratulations. On 2nd place we have a Frenchman, and this time it's le grand seigneur, Monsieur Frédéric Julien. Yeah, so slow fishing, but we had some very good fish. Yesterday you broke a new YouTube Predator Cup record on Xander, and today it got smashed. Yeah, so thank you for watching. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Es sind harte Bedingungen, trotzdem haben die 6 sich wirklich durchgekämpft, haben alles gegeben. Und am Ende wirklich viele schöne Fische aus dem Wasser gezaubert. Wir sind sehr gespannt natürlich, wie es weitergeht. Morgen startet Gruppe B, auch richtig viele Hochkaräter am Start. Und ja, da werden sicherlich auch wieder einige schöne Fische ans Band gehen. Das war's. Tobias Eckwahl und Frédéric Julien ziehen in die nächste Runde ein und treffen dort auf die beiden Punktbesten aus Gruppe B. Wir bedanken uns bei den Teilnehmern der Gruppe A für ihren unermüdlichen Einsatz, viele tolle Fische und 4 packende Folgen. Bei euch Zuschauern bedanken wir uns fürs Zusehen und freuen uns über euren Support in Form von Likes, Kommentaren, Abos und natürlich auch Einkäufen in unserem Online-Shop. Schon nächste Woche geht es mit Daniel Andriani, Herbert Ziereis, Enrico Di Ventura, Salael Barbucci, Julien Tronk und Jasmin Spingel-Petersen weiter. Auch sie werden alles geben, da könnt ihr euch ganz sicher sein.